Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Die Spiele wurden zwar noch nicht terminiert, trotzdem will ich gerne einmal schon mal jetzt die Tabelle tippen, wie sie nach aktuellem Stand meiner Meinung nach aussehen würde. Ich glaube, es wird sehr interessant. Wir haben viele Mannschaften, die schon ihren Kader so gut wie zusammen haben. Es gibt viele Mannschaften, die auch noch erst mit den Planungen anfangen. Zum Beispiel bei Kiel haben wir eigentlich fast einen fertigen Kader. Gleiches gilt für die Hertha mit 36 Spieler aktuell. Bochum sieht es auch sehr gut aus, genauso wie auf Schalke. Paderborn, da fehlen noch die einen oder anderen Spieler. Nürnberg hat auch schon einen sehr, sehr vollen Kader. Gleiches gilt für uns definitiv. Wir haben 30 Spieler und da muss man auch schauen, wer da noch dazukommt oder wer noch geht. Dann fehlen noch ein paar Spieler in Hannover, ein paar Spieler in Darmstadt, ein paar Spieler in Düsseldorf. Kaiserslautern hat auch einen soliden Kader mit 30 Spielern. Karlsruhe hat 25, Kräuter Fürth 28 aktuell, Braunschweig 24, Elversberg dann nur 23 nach aktuellem Stand, Preußen Münster 25, Dynamo 26 und Bielefeld 24. Das sind die aktuellen Kader. Man kann also schon ein paar Tendenzen suchen. Ich würde sagen, wir haben einen Kader, der definitiv ähnlich wie die letzte Saison war, haben uns mit Laurent Ulrich da nochmal sehr stark verstärkt. Haben einen Trainer geholt, der den offensiven Fußball weiterführen wird mit noch ein bisschen Variabilitäten. Und ich glaube, dass wir definitiv nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben werden. Persönlich jetzt, bevor ich tippe, würde ich sagen, ist definitiv Kiel Aufstiegsfavorit mit der Hertha. Und was man auch noch mit reinziehen könnte, ist vielleicht Hannover und Nürnberg, vielleicht auch Bochum. Sonst aktuell sehe ich da nicht so viele Vorteile bei irgendeiner Mannschaft. Ich glaube, diesmal ist eine vom Marktwert vor allem eine sehr ausgeglichene Liga. Man könnte auch hier Kaiserslautern nennen im Aufstiegskampf. Die haben auch einen geilen Kader sich zusammengestellt. Aber Düsseldorf könnte auch so wie immer mit angreifen. Elversberg könnte auch wieder eine verrückte Saison spielen, obwohl ich glaube, dass hier eher Richtung Abstiegskampf gehen wird. Persönlich denke ich aber mal, dass wir eine sehr, sehr spannende Liga haben werden. Im Abstiegskampf sehe ich tatsächlich aktuell Bielefeld, Dresden, beziehungsweise Bielefeld nicht. Dresden sehe ich aktuell im Abstiegskampf. Münster definitiv, Elversberg könnte auch mit reinrutschen und Braunschweig und Fürth, denke ich, aktuell sind so die Mannschaften, die, denke ich mal, im Abstiegskampf spielen werden. Aber da gibt es wieder so viele Überraschungen. Deswegen würde ich einfach sagen, tippe ich den ersten Spieltag mit euch und danach sehen wir uns in der Halbserie wieder. Schalke Hertha, ja, wird ein spannendes Duell. Ich denke aber, dass die Hertha hier einen kleinen Vorteil hat. Paul Seguin wird da den einen oder anderen reinschlänzen, denke ich mal. Hannover, Kaiserslautern, ein sehr, sehr geiles Duell. Ich denke mal, Kaiserslautern holt sich hier den ersten Sieg. Das Seed-System muss nämlich erstmal reifen, das ist ganz normal. Und danach klappt es dann auch. Elversberg gegen Nürnberg. Ich sehe hier tatsächlich Nürnberg definitiv im Vorteil. 3-1. Dann Kiel gegen Paderborn wird ein Unentschieden. Ich denke mal, hier setzen wir uns knapp durch gegen Braunschweig. Beim ersten Spiel unter Fiedler. Karlsruhe gegen Münster sehe ich tatsächlich hier auch ein Unentschieden. Darmstadt gegen Bochum. Ja, wird ein spannendes Spiel. Ich sehe trotzdem Bochum aktuell noch ein bisschen im Vorteil. Ich denke mal, die werden trotzdem eine schwierige Saison haben. Dresden holt sich direkt den ersten Dreier am ersten Spieltag. Und Bielefeld erkämpft sich ein Unentschieden gegen Düsseldorf. Ich glaube, das ist direkt mal ein guter Anfang. Und damit sehen wir uns in der Halbserie wieder. So, damit sind wir auch in der aktuellen Tabelle. Am 17. Spieltag. Ich skippe euch ein bisschen die Spieltage durch. Falls ihr euch für einen bestimmten Spieltag interessiert, könnt ihr gerne hier pausieren. Ja. Ich habe, glaube ich, das relativ ausgeglichen getippt, auch ohne Fanbrille, muss ich sagen. Und auch relativ realistisch. Ich erkläre auch gleich ein paar Punkte, warum ich das so sehe und was ich nicht so sehe und so weiter und so fort. So, und dann sind wir am letzten Spieltag. So, Hertha ist natürlich ein Aufstiegskandidat. Ich finde, die stehen aber aktuell doch noch ein bisschen hoch. Gleiches gilt für Kaiserslautern. Bochum natürlich auch einer der Aufstiegsfavoriten, sind ganz klar abgestiegen, aber auch dann wieder hier. Ich glaube, im Endeffekt wird es sehr knapp für sie. Hier Düsseldorf so wie immer dabei, Nürnberg immer dabei. Kiel wird auch dabei sein, definitiv. Hannover wird dabei sein, aber wie gesagt, ich denke nicht, dass sie direkt in der ersten Halbsaison ganz, ganz oben dabei sind. Das ist ganz normal bei einem Seed-System, das muss ich erstmal einspielen. Das würde auch wahrscheinlich jeden wundern, wenn das so wäre. Paderborn wird auch so wie immer oben mit dabei sein. Dann wir im Mittelfeld.
gleicher Abstand wie nach unten. Absolut solide für den Anfang. Man muss sich natürlich ein bisschen einspielen, hat ausgeglichene Statistiken. Karlsruhe dann auf der 10, Elversberg ein bisschen schwächer als letzte Saison, Schalke ein bisschen besser dafür, auch Braunschweig ein bisschen besser, Darmstadt ein bisschen schlechter. Ja, Münster wird 15. aktuell, also Klassenerhalt, das würde reichen für sie. Bielefeld aktuell meiner Meinung nach ein bisschen zu weit unten. Ich glaube, die spielen eine bisschen bessere Saison Richtung 11 oder 10, wenn denke ich mal an. Dynamo Dresden, ja, aktuell auf dem 17. haben aktuell den schlechtesten Kader der Liga und Fürth. Ich weiß bis heute noch nicht, warum ich die jedes Mal so weit unten tippe, aber irgendwie geht's nicht anders. Ich weiß nicht, was da los ist bei Fürth. Mir. Das ist irgendwie nicht so gut. Die hatten bei mir letzte Saison, wo ich getippt habe, 28 Punkte gerade mal in 34 Spieltagen. Ja. Da muss man, glaube ich, dazu gar nicht sagen. Damit sehen wir uns dann wieder beim Ende. Ich würde sagen, ich tippe noch einen Spieltag wieder mit euch und dann sehen wir weiter. Ja, Kiel wird, denke ich mal, gegen Paderborn gewinnen mit einem 2:0. Darmstadt gegen Bochum beim Auftakt sehe ich hier tatsächlich ein bisschen Darmstadt einen Ticken im Vorteil. Düsseldorf gegen Bielefeld. Das wird Düsseldorf sicherlich machen mit einem 3:1. Dann Kaiserslautern gegen Hannover sehe ich einen Unentschieden. Dann Nürnberg gegen Elversberg. Ja, hier sehe ich Nürnberg klar im Vorteil. Hertha gegen Schalke. Das Ding macht Schalke dann. Bestimmt wird es wieder ein Topspiel. Münster gegen Karlsruhe. Karlsruhe im Vorteil. Braunschweig gegen uns. Hier sehe ich uns einen kleinen Ticken im Vorteil. Und dann gewinnt Fürth gegen Dresden. So. Damit wird es schon mal wieder ein bisschen interessanter unten. Dann sehen wir uns nach der Saison. So, damit habe ich es dann zu Ende getippt. Ich glaube, damit haben wir ein spannendes Ergebnis. 18. Spieltag. Wir beginnen hier. Ich gehe wieder alles durch. Kiel wird bei mir Meister. Hertha wird Zweiter. Paderborn Dritter. Hannover 96 wird Vierter bei mir. Verpasst damit knapp den Aufstieg. Aber das ist bei dem Seed-System auch nichts Schlimmes. Ich denke, dass man dann einfach im zweiten Jahr den Aufstieg holt. Kaiserslautern wird Fünfter bei mir. Erst Sechster wird Nürnberg. Siebter Bochum. Schaffen damit nicht den direkten Wiederaufstieg. Wir werden Achter. Neunter Düsseldorf. Spielen eine schlechte Saison damit. Karlsruhe 10. Solide. Schalke steigert sich im Gegensatz zum Vorjahr. Werden sogar 11. Darmstadt 12. Arminia Bielefeld 13. mit einem soliden Klassenerhalt. Eintracht wird 14. Fürth wird 15. holt sich damit auch den Klassenerhalt. Elversberg muss in die Relegation, so habe ich das letztes Jahr auch getippt und dann komplett aufs Maul bekommen. Münster wird 17. und Dynamo Dresden 18. Mal schauen, was Elversberg denn noch so auf dem Transfermarkt macht. Es gibt noch einige andere Vereine, wo es interessant wird, was die auf dem Transfermarkt machen. Dazu zählt dann natürlich Dresden, Münster, auch Braunschweig und Fürth. Da muss man abwarten. Ich werde definitiv nochmal die ganze Tabelle tippen, sobald die Mannschaften noch ein bisschen mehr auf dem Transfermarkt gemacht haben. Ich glaube, aktuell ist es ein bisschen schwierig zu predikten, wer wo landet. Ich denke mal, Mannschaften wie Kiel oder Hertha kann man schon ganz gut einschätzen oder auch Hannover. Ja, da wird es alles Richtung Aufstiegskampf gehen. Ich denke mal, bei uns, wir werden eine solide Saison spielen. Richtung Aufstiegskampf wird man dann sehen, wie Fiedler das ganze System umstellt. Ich denke aber theoretisch, dass das auch machbar sein kann, wenn man eine gute Saison spielt und sich auch Talente zu einem gewissen Punkt weiterentwickeln. Ja, werden wir sehen. Damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, Mitglied werden nicht vergessen und damit ciao Leute.